Herzlich willkommen beim Belimo-Webinar Retrofit Plus. Retrofit Plus bedeutet für uns die energetische Sanierung von Bestandsgebäuden mit dem Schwerpunkt Hydraulik und hydraulische Schaltungen in Heiz- und Kühlsystemen. Wir haben in den letzten Monaten eine Taskforce gegründet. Diese Taskforce Retrofit Plus besteht aus meinem lieben Kollegen Sven Gasch, der diese Präsentation übrigens maßgeblich erstellt hat, und mir. Wir unterstützen Unternehmen, Behörden oder Wohnungsverwaltungen bei der energetischen Sanierung von Bestandsgebäuden. Warum besteht denn so ein dringender Handlungsbedarf, Gebäude energetisch zu sanieren? Nun, wie immer gilt, das Leben ist voller Möglichkeiten. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder die Welt so sehen, wie wir sie jetzt sehen, müssen wir die Art und Weise ändern, wie wir die Energie heute nutzen. Oder wir können so weitermachen wie in den letzten 30 Jahren. Und die nächste Generation wird die Welt leider so sehen, wie wir rechts auf dem Schirm jetzt sehen. Wir können in unserer Branche einen bedeutenden Beitrag zur Milderung der Folgen des Klimawandels leisten. Das ist eine Großstadt. Fast alle Gebäude, die wir sehen, sind über 30 Jahre alt. Natürlich wurden einige von ihnen in der Zwischenzeit saniert, viele jedoch nicht. Dabei werden Gebäude bei Teilsanierung häufig lediglich einfach mit derselben alten Technologie renoviert. Für ein Drittel der Treibhausgase weltweit sind Bestandsgebäude verantwortlich. 25% des weltweiten Wasserbedarfs werden in Gebäuden verbraucht und sogar 40% der weltweit benötigten Energie wird in Gebäuden gebraucht bzw. verbraucht. Alle reden immer über Elektroautos und wie schädlich Verbrennermotoren sind. Tatsache ist, dass nur 5% der weltweit benötigten Energie für Autos benötigt wird. Allein für die Kühlung von Gebäuden verbraucht der Mensch etwa 6% der weltweiten Energie. Die Lebensdauer ist ein weiterer wichtiger Faktor. Ein Elektrofahrzeug kann man etwa 10 Jahre lang nutzen, eben bis eine neue Batterie fällig ist. Und Gebäude? Wie lange soll man eigentlich Gebäude nutzen? Natürlich kann uns die Technik helfen, die Effizienz zu verbessern und den Komfort zu erhalten. Im Zuge der europäischen Dekarbonisierungsstrategie bis 2050 sehen wir das größte Potenzial in der Modernisierung des Gebäudebestands. In Gebäuden wird mehr Primärenergie verbraucht als in der Industrie oder im Verkehr. Der größte Teil der Energie wird für die Temperaturregelung benötigt. Dabei gibt es sehr viele Gebäude, die alle modernisiert werden müssen. Diese Modernisierung wird einen sehr großen Einfluss auf die CO2-Bilanz haben. Allerdings, die Optimierung eines Gebäudes ist komplex und Gebäudeeigentümer oder Verwalter wissen oft nicht, wo sie sinnvollerweise anfangen sollen. Der einfachste Weg ist, ich passe mein Verhalten an. Das kostet kein Geld und bringt eine sofortige Verbesserung. Zum Beispiel drehe ich einen Heizkörperthermostat auf 3 statt auf 5. In komplexeren Gebäuden bleibt der Effekt aber oft aus, weil die Leute, die dort dann arbeiten, leider nicht immer beim Gehen die Regler wieder runterdrehen. Man kann die Gebäudehülle verbessern. Diese Maßnahmen sind sehr teuer und haben einen sehr langen Return of Invest oder auf Deutsch eine lange Amortisationszeit. Neue Heiz- oder Kühlgeräte können eingebaut werden. Diese Investition, zum Beispiel in eine Wärmepumpe, ist nicht für jedes Gebäude geeignet und würde, wenn das Gebäude nicht von innen optimiert wurde, wenig bringen. Außer hohe Kosten in der Anschaffung sowie hohe Kosten im Betrieb. Bevor man also diese drei Möglichkeiten in Betracht zieht, ist es ratsam, Feldgeräte wie das Energieventil und die Gebäudeautomation zu optimieren. Optimieren Sie, analysieren Sie und machen Sie dann den nächsten großen Schritt.
Unsere Taskforce Retrofit Plus wurde gebeten, ein Gebäude hier in Deutschland zu besuchen und bei der energetischen Sanierung zu unterstützen. Wir haben zum heutigen Tag leider keine Freigabe der Firma erhalten, deren Gebäude zu zeigen. Deshalb hier ein Bild eines Bürotowers in Asien mit ähnlichen Abmessungen. Nach einer Begehung und ersten Aufnahme der hydraulischen Schaltbilder und einer Grobübersicht über die Gebäudeautomation ist ein Report erstellt worden. Im Inhaltsverzeichnis wird der Zweck und Ziel dieser Erstaufnahme benannt. Der Ist-Zustand in einer Grobanalyse angekündigt. Erste allgemeine Informationen zum hydraulischen Abgleich und Optimierungsvorschläge wurden gemacht. Eine Abschätzung der Energieeinsparung sowie die Förderung nach BEG und weitere Maßnahmen, spätere Optimierungsschritte werden angekündigt. Die Ausgangslage des Auftraggebers wird aufgezeigt. Er hat sehr hohe Verbrauchskosten für den Heiz- und Kühlbetrieb und möchte diese deutlich reduzieren. Es wird vermutet, dass Forderungen der Ensymimaf zur Heizungsoptimierung und dem hydraulischen Abgleich von Gasanlagen zukünftig auch für mit Fernwärme versorgte Gebäude gelten. Die Optimierung soll in Teilschritten erfolgen, damit die Weiternutzung des Gebäudes und die Kosten übersichtlich bleiben. Der erste Schritt in diesem Gebäude ist die Einregulierung der Volumenströme und der Heizungsanlage und die Datenerfassung der Verbräuche je Etage. Im Ist-Zustand ist es möglich, in der Übergangszeit gleichzeitig zu heizen und zu kühlen. Das muss natürlich unterbunden werden. Es sind weitere Vorschläge zu weiteren Maßnahmen in späteren Schritten gemacht worden. Schauen wir uns den Ist-Zustand an. In dem Tower sind Bodenkonvektoren mit Thermostatventil eingebaut. Die bedarfsabhängige Regelung funktioniert nur bedingt. Die Regler stehen auf 5, damit es im Raum überhaupt warm wird. Es gibt keine Rückstellung durch die Nutzer während der Abwesenheit. Damit muss man nach DIN ISO 52120 die Energieeffizienz in Tabelle 5 eher mit D bewerten als mit C. Auch bei der Kühlung über die Deckensegel gibt es nur eine Ansteuerung über Raumbediengeräte in Minimum und Maximum. Die Verschattung der Fensterfläche erfolgt, wenn überhaupt, manuell. Es existiert keine Raumautomation und keine Kommunikation zur Gebäudetechnik. Da erfolgt auch hier nur eine Einstufung in die Klasse D. Der hydraulische Abgleich über ein Tichelmann-System funktioniert zwar im Volllastfall, versagt aber im Teillastfall. Deshalb auch hier die Einstufung in die Klasse D. Ein Tichelmann-System funktioniert nur, wenn alle Verbraucher im System den gleichen Volumenstrom abnehmen. Was sagt die Fachregel vom ZVSHK zur Optimierung von Heizungsanlagen bzw. zum hydraulischen Abgleich? Nur das Verfahren B ist förderfähig. Das Verfahren B verlangt Heizlastberechnung und eine Volumenstromberechnung. In meinem letzten Webinar vom 22.09. habe ich auf eine Vereinfachung hingewiesen. Bei der Verwendung von Ventilen mit automatischer Volumenstrombegrenzung und messtechnischer Ermittlung der Ventileinstellung ist keine Rohrnetzberechnung und keine Berechnung der Widerstände bzw. der Einstellwerte notwendig. Das ist natürlich eine enorme Erleichterung für die Ermittlung von Einstellwerten in Bestandsanlagen, da das Rohrnetz hier nicht reproduzierbar ist. Auf ausdrücklichen Wunsch des Bauherrn wurde ein Sanierungsfahrplan in mehreren Schritten aufgestellt. Gründe hierfür sind die Investkosten und die Tatsache, dass die Maßnahmen im laufenden Betrieb durchgeführt werden sollen. Schritt 1: Die statische
Die statischen Strangventile der Heizung je Etage werden durch Energieventile ersetzt. In jedem Etagenabgang werden Differenzdrucksensoren installiert. In Abhängigkeit der Bürobelegung werden neue Volumenströme im Volllast- und Teillastbereich definiert. Die Zeitprogramme werden angepasst, Stichwort Nachtabsenkung und Wochenendabsenkung. Durch permanentes Messen und Monitoring werden im laufenden Betrieb weitere Optimierungen und Anpassungen der Volumenströme vorgenommen. Ein Delta-T-Management wird zusätzlich durchgeführt. Die Pumpen werden optimiert und fördern nur noch den bedarfsgerechten Volumenstrom. Dadurch wird zusätzlich die Hilfs- und Primärenergie für die Pumpen reduziert. Mit diesen Maßnahmen erhalten wir so eine Energieeffizienzklasse A. Schauen wir uns einmal an, was der Ersatz der statischen Abgleichventile im Heizungssystem je Etage durch Energieventile eingebracht hat. In der Tabelle 7.4 wird das Melden von Informationen hinsichtlich des Energieverbrauchs und der Bedingungen im Innenbereich bewertet. Mit dem Energieventil sind wir von der Energieeffizienzklasse C aufgestiegen in die Energieeffizienzklasse A. Auch bei der Einbeziehung intelligenter Netzwerke steigen wir von Klasse C auf in die Klasse A. Die vollständige Verriegelung zwischen Heizungsregelung und kühlseitiger Regelung bringt sogar einen Aufstieg von der Klasse D in die Klasse A. Das heißt, nach den in der DIN 52120 festgelegten Faktoren habe ich in Büroräumen, wenn ich aus C zu A komme, Faktor 1 zu Faktor 0,7. Das heißt 30% Energieeinsparung beim Heizen. Zusätzlich wird Hilfsenergie für die Pumpen gespart. Von Faktor 1 zu Faktor 0,72. Heißt 28% Energieeinsparung. Bei der Hilfsenergie ist die tatsächliche Energieeinsparung real deutlich höher. Wer bei unseren vorherigen Webinaren zur Auslegung von Ventilen dabei war, weiß, dass eine Beimischaltung auf einem druckbehafteten Verteiler nicht optimal funktioniert. Die Mischventile erhalten Differenzdruck auf das Tor A, sodass sie in Gefahr geraten, ins Schwingen zu kommen. Durch mögliche Fehlzirkulation von A nach B erhalten wir unnötig hohe Rücklauftemperaturen und einen geringen Wirkungsgrad. Der hydraulische Abgleich untereinander ist nicht gegeben, die Wassermengen in den Kreisen sind willkürlich. Die Primärpumpe schiebt die Sekundärpumpe an. Daraus resultiert ein höherer Verschleiß. Letztendlich fällt die Pumpe aus. Also weg mit der Beimischaltung, rein mit der Einspritzschaltung. Und mit dem Zwei-Wege-Energieventil. In jedem Regelkreis ist es jetzt möglich, ein Delta-T-Management durchzuführen und eine bedarfsgerechte Regelung der Primärpumpe anhand Ventilpositionsrückmeldung durchzuführen. Zusätzlich ist eine Pumpenoptimierung in jeder Regelgruppe möglich. Zusätzlich wird die Raumautomation je Büro angepasst. Ein Präsenzmelder ermöglicht ein Heizen oder Kühlen nur bei Anwesenheit. Ein Fensterkontaktschalter ermöglicht eine sichere Verriegelung bei offenem Fenster. Die Sensoren sorgen mit dem Einbau von druckunabhängigen Ventilen für die Konvektoren und die Kühldecken für einen Aufstieg von Effizienzklasse C zu Effizienzklasse A im Bereich der automatischen Regelung. Im Bereich des hydraulischen Abgleichs in der Wärmeverteilung steigen wir sogar von der Klasse D in die Klasse A auf. Im Bereich des hydraulischen Abgleichs in der Kälteverteilung steigen wir von der Klasse C in die Klasse A auf. Und im Bereich der Verriegelung Kälte zu heizen
steigen wir ebenfalls auf von der Energieeffizienzklasse D zur Klasse A. Mit diesen einzelnen Schritten bringen wir ein ganzes Gebäude von einer niedrigen Effizienzklasse in die Effizienzklasse A. Bis zu 20% einer Sanierungsmaßnahme können mit Förderungen finanziert werden. Die Energieeffizienzklasse B oder besser muss erreicht werden. Pflicht ist, dass ein BAFA zugelassener Energieberater die Anträge einreicht. Gefördert wird die energetische Sanierung von Wohngebäuden, Nichtwohngebäuden, verschiedenste Maßnahmen, die im Infoblatt BEG eingesehen werden können, eben vom hydraulischen Abgleich bis zum Energiemanagement. Kommen wir zur Gesetzgebung. Da gibt es zum einen die EPDB, die EU-Gebäuderichtlinie, und das berühmt-berüchtigte GEG 24, das Gebäudeenergiegesetz, auch bekannt als Habecks Heizhammer. Dabei musste die EU-Richtlinie in ein nationales Gesetz umgewandelt werden, eben dem GEG. Festgelegt wurde zum Beispiel, dass für Neubauten mindestens ein Automatisierungsgrad der Effizienzklasse B erreicht werden muss. Auch Bestandsgebäude ab 290 kW müssen bis Ende 2024 den Automatisierungsgrad B erreichen. Die Inbetriebnahme muss über eine ganze Betriebsperiode erfolgen. Das heißt, mit hersteller- und technologieübergreifenden Mitteln wird der bedarfsgerechte Verbrauch ständig ermittelt und geregelt. Es wird eine Präsenzregelung und Abwesenheitsabsenkung, zum Beispiel im Urlaubsfall, verpflichtend gefordert. Hat man den Automatisierungsgrad B erreicht, entfällt die Verpflichtung der Heizungsprüfung und Verpflichtung zur Inspektion von Klimaanlagen. Das spart dauerhaft richtig Geld. Im Projekt Retrofit Plus wollen wir die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden spürbar und messbar verbessern. Daher ist die Erfassung der Ist-Situation der Anlagentechnik so wichtig. Erfahrungsgemäß ist der Großteil des Gebäudebestandes in einem eher traurigen Zustand. Die Energieeffizienzklasse C oder D ist leider Standard. Wir bieten einen Gesundheitscheck des HLK-Systems mit dem Ziel, Schwachpunkte im System zu entdecken, um dann gezielt Optimierungsvorschläge anstelle von nur allgemeinen Verbesserungsvorschläge unterbreiten zu können. Wir sehen dort ein riesiges Potenzial und bieten unsere Hilfe an. Was messen wir? Zum Beispiel die Vor- und Rücklauftemperaturen. Wir messen die Volumenströme. Wir überprüfen die Einstellung der Betriebszeiten, wie zum Beispiel Absenkzeiten. Die Temperaturen, CO2, VOC werden gemessen. Ziel ist, die Optimierungspotenziale aufzuzeigen. Der ursprünglich geplante Zustand wird zunächst wiederhergestellt. Dann werden Verbesserungen nach dem aktuellen Stand der Technik vorgeschlagen. Oder wir passen zum Beispiel bei Nutzungsänderungen die Anlage an neue Situationen, zum Beispiel bei Systemtemperaturänderungen. Hier sieht man, wie wir mit unserem sogenannten Belimo Doctor Kit in erkrankten HLK-Systemen zunächst einmal Daten aufnehmen. Verschiedenste Temperatursensoren, Ultraschallsensoren, Raumsensoren mit CO2, Luftfeuchtesensoren und Raumtemperatursensoren werden eingesetzt. Kommunikation der Sensoren erfolgt mittels des Systems LoRa zum Gateway. Über das Gateway haben wir die Möglichkeit, die Daten in eine Cloud zu transferieren. Alle Daten und Trends sind per Fernzugriff auslesbar und auswertbar. Eine Analyse über längeren Zeitraum, zum Beispiel eine Heizperiode, ist so möglich. Nach dieser Analyse können wir gezielt Maßnahmen ergreifen, um die Energieeffizienz in einem Gebäude erheblich zu verbessern. Die im GEG geforderte Effizienzklasse B oder sogar A kann so leichter erreicht werden.
Als kleines Beispiel haben wir eine Messung des CO2-Wertes während eines Belimo-Vortrages über 2 Stunden durchgeführt. Der Besprechungsraum war mit ca. 25 Personen gut gefüllt. Die Messung ergab zu hohe CO2-Werte. Wie man hier sieht, waren nach 2 Stunden 1827 ppm CO2 erreicht, obwohl die Lüftungsanlage lief. Nun, die Ursache war, es wurde nie überhaupt der CO2-Gehalt gemessen. Die Anlage lief im Umluftbetrieb. Der Umluftanteil war zu hoch und der Ventilator lief nur mit konstanter Drehzahl. Nach einer detaillierten Aufnahme aller Daten ist es uns möglich, gezielt zu helfen und detaillierte Vorschläge zu erarbeiten, um ein Gebäude von einer Effizienzklasse D auf eine Effizienzklasse B oder sogar A zu bringen. Ein weiteres Beispiel, wie wir Sie mit unserer Retrofit Plus Taskforce unterstützen können, möchte ich hier aufzeigen. In einer Halle, die Halle 3 eines Industrieunternehmens in Deutschland, vergleichen wir ein herkömmliches Hubventil mit unserem Energieventil. Wobei links im Bild das eingebaute Energy Valve das Monitoren und Regeln übernimmt. Das Energy Valve auf der rechten Seite ist nur zum Monitoren eingebaut. Das konventionelle Hubventil regelt. Wir haben hier bewusst 2 Energy Valves nebeneinander gesetzt, damit wir die gleiche Messsituation vorfinden. Im täglichen Wechsel bei annähernd gleichen Wetterbedingungen wurden die Werte miteinander verglichen. Im direkten Vergleich war der Durchfluss mit dem Energy Valve um den Faktor 3,2 geringer als mit dem herkömmlichen Hubventil. Wir haben mit dem Kunden vereinbart, in einem Pilotprojekt seine herkömmlichen Ventile mit unserem Energy Valve zu vergleichen. Dieses Ergebnis war eindeutig. Das Delta-T wurde mit Hilfe des Delta-T-Manager auf den berechneten Wert eingestellt. Der damit einhergehende Rückgang des Volumenstroms sieht man hier eindeutig. Nach einer Auswertung im Monat November 2022 hat man eine Einsparung in dieser Halle von 12% der Energiekosten erwirkt. Wir haben die Möglichkeiten aufzuzeigen, dass wir in jedem Bestandsgebäude Energie einsparen können. Fordern Sie uns an, damit wir auch Ihre Problemfälle auf eine höhere Effizienzklasse bringen können. Die Taskforce Retrofit Plus freut sich darauf, von Ihnen zu hören. Kontaktieren Sie uns oder senden Sie uns eine E-Mail unter training@belimo.de. Wir werden Ihnen zeitnah antworten oder uns mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank.